Vor einiger Zeit habe ich genau dazu schon mal ein Video gemacht zur Deckenstütze von Bessey. Ihr habt aber fleißig in die Tasten gehauen und habt gesagt, Mensch Sebastian, zeig uns doch mal das ganze Zubehör. Bessey wiederum hat nochmal neues Zubehör rausgebracht und das schauen wir uns heute an. Wer vom Fach ist, wird das Thema kennen. Das Thema Deckenstütze ist ja nun wirklich kein neues Thema. Ich muss aber sagen, ich bin nicht vom Fach, ich benutze das auch nicht jeden Tag und ich habe vor 2 Jahren das erste Mal die Deckenstütze von euch in der Hand gehabt und da war es so, dass ich ein Video gedreht habe, das mal ausprobiert habe, ja, okay, aber ich habe es das erste Mal selbst ausprobiert und das hat bei mir ganz viel geändert, weil ich habe auf einmal gemerkt, wie einfach manche Arbeitsabläufe werden und wie einfach das Ganze funktioniert. Ja. Und deswegen sind wir beide heute hier, um euch zu zeigen, was kann dieses System. Ja, deswegen habe ich Patricia von Bessey hier, die mir und euch erklärt, was kann das, wie funktioniert das, was gibt es alles noch für Zubehöre und so weiter und so fort. Das kann für euch ein riesen Unterschied sein, wenn ihr eben das euch viel einfacher machen könnt und ihr nicht da rumhampelt oder guckt, wie ihr irgendwo irgendwas festmacht. Und das eben nicht nur an der Decke, sondern eben auch mit kleineren Größen, ja, die ich auch ehrlicherweise bis heute nicht kannte. Also schön, dass du da bist. Genau. Und ich glaube, das Erste, was wir mal machen sollten, ist die Deckenstütze an sich erstmal erklären. Wie funktioniert die eigentlich? Genau. Sollen wir rübergehen dann? Ja, gerne. Genau. Deckenstützen, ich nehme sie mal hier raus. Sind ja grundsätzlich so gedacht, dass ich etwas vormontieren kann, was halten kann, bevor es nachher endgültig befestigt wird. Also zum Beispiel im Trockenbau Gips, Rigipsplatten oder leichte Unterkonstruktionen, Rahmen. Und unsere Deckenstützen funktionieren jetzt so, dass ich hier einmal eine Schnellverschiebetaste habe. Das ist die schwarze hier. Wenn ich die drücke, kann ich die Stange erstmal dahin vor. Also wenn ich jetzt quasi hier drinnen was spannen wollen würde, dann kann ich schon mal auf die Höhe gehen. Und dann haben wir bei unseren Deckenstützen jetzt noch eine klassische Einhandbedienung. Also wir haben hier einen Pumpgriff dran, mit dem ich dann wirklich auf Anschlag das hochpumpen kann, wirklich mit einer Hand arbeiten kann. Und um Spannkraft nachher drauf zu kriegen, drehe ich jetzt die Stütze im Uhrzeigersinn. Da habe ich hier oben und unten ein Gewinde und so kriege ich dann richtig Spannkraft drauf. Und wenn wir beim Thema Spannkraft sind, das ist auch ganz wichtig zu erwähnen, unsere Stützen sind nämlich richtige Kraftpakete. Also die halten im eingefahrenen Zustand alle 350 Kilo. Okay. Ab der Größe 150 sind die sogar GS geprüft, das heißt, das ist ein Zertifikat für Sicherheit. Sprich, wir mussten da mehr als das Doppelte vorweisen von der Spannkraft, die wir tatsächlich ausweisen dürfen. Also kannst du jetzt selber ausrechnen, wie stark die tatsächlich sind. Krass. Und dann ist es eben, je nach Auszugslänge verringert sich dann die Spannkraft, aber wir haben bei 3,70 Meter, das ist nämlich die größte Auszugslänge, die wir zum Beispiel haben, immer noch 65 Kilo geprüfte Spannkraft oder Stützkraft. Also sind wirklich richtige Kraftpakete. Das ist erstaunlich hoch. Ich möchte das nochmal ganz kurz für die Zuschauer nochmal zeigen. Ich kann hier erstmal das so grob auf eine Höhe bringen, kann es dann mir hinpumpen, wo ich es haben möchte. Ganz genau. Und dann drehen für das Verspannen dazwischen. Genau. Vor dem Video hattest du mir mal ganz kurz gezeigt, ich muss es hier oben quasi einmal mal festhalten, dass es oben und dran ist, dass ich wirklich dann dementsprechend jetzt verspanne. Und, also ich muss sie jetzt nicht festhalten, sondern ich brauche irgendwie einen Gegendruck oben. Genau, um die Spannkraft nachher aufzubauen. Ja. Genau. Ich habe hier Gelenke, sodass ich auch schräg irgendwas verspannen kann. Also die war ja vorhin auch mal schräg drin, also ich kann bis zu 45 Grad im Winkel spannen. Also gerade wenn ich dann im Dachschrägen arbeite, Dachstühlen, dann ist das natürlich eine sinnvolle Funktion, die unsere Abstützplatte, dadurch, dass die schwenkbar ist, da mit sich bringt. Normalerweise würde ich sagen, okay, das macht ja Sinn, bis 3,70 Meter Höhe brauche ich verschiedene, aber ich habe jetzt hier auch ganz kleine. Wozu brauche ich dann so kleine Deckenstützen? Weil das ist ja schon eine Mini-Decke, die ich dann hier quasi habe. Also wir können gleich auf die ganz kleine eingehen, aber vielleicht mal grundsätzlich, was für Größen wir überhaupt haben. Also es fängt jetzt an bei dieser kleinsten, unsere STE 55, die ist im eingefahrenen Zustand 40 Zentimeter hoch. Und die maximale Größe, die wir haben, habe ich ja gerade schon gesagt, sind dann 3,70 Meter. Und dazwischen sind noch 4 weitere Größen, also in Summe haben wir 6 verschiedene Größen. Genau, warum gibt es jetzt diese ganz kleinen? Tatsächlich ist die auch ganz neu. Die haben wir erst dieses Jahr auf den Markt gebracht, weil da eben der Wunsch kam von den Anwendern, dass solche Größen gebraucht werden für zum Beispiel Küchen- und Ladenbau. Zum Beispiel um die Oberschränke zu fixieren oder zumindest mal auf die Höhe zu bringen, genau, und dann zu fixieren oder für den Treppenbau, dass ich irgendwo drunter komme, weil bisher war unsere kleinste Größe die STE 90, also die war dann im eingefahrenen Zustand, glaube ich, 57,5 Zentimeter und das ist oftmals schon zu hoch gewesen für den Abstand von zum Beispiel Küchenplatte zu Oberschrank und deswegen jetzt eben noch die kleine Größe. Also die hat ihre Berechtigung schon, dass wir so viele Größen auf dem Markt haben.
Also eher nicht für die Decke vielleicht in dem Fall, sondern dann zum Beispiel im Küchenschrank hochzuheben. Was nochmal wichtig ist auch zu erwähnen ist, ich kann das wirklich im Millimeterweise hoch und runter stellen, so ganz fein oder meinetwegen auch einen halben Millimeter, je nachdem wie weit ich das drehe und damit auch perfekt ausrichten. Ja, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja. Also falls der Zuschauer sich fragt, wie soll das ja gehen hier mit den Pumpen, sondern man kann das wirklich sehr, sehr schön einstellen. Ja. Wir haben hier das Gewinde, was wir entsprechend hoch und runter fahren und dann können wir es einstellen. Okay. Jetzt haben wir aber noch jede Menge Zubehör. Ja. Also erstmal sieht es hier unten wild aus. Hier auf einmal, was ist denn hier los? Ja? Weil es ist nur eine Deckenstütze. Es ist nicht nur eine Deckenstütze, man hat nämlich ganz schön viele Möglichkeiten damit zu arbeiten. Genau, wo fangen wir an? Ich würde mal sagen bei diesen Stativen, weil wir hatten es jetzt gerade auch zum Beispiel von dem Thema Oberschränke montieren. Und dann habe ich ja erstmal, wenn der Schrank noch nicht hängt, habe ich ja gar keinen Gegendruck oben und sprich meine Stütze würde ja umkippen. Und dafür gibt es eben diese Füße. Also wir haben einmal die großen Füße, die jetzt auch hier unten stehen. Vielleicht fangen wir mal mit dem an, genau. Der ist quasi passend für alle unsere Größen, außer die ganz kleinen, da kommen wir aber gleich dazu. Die Montage ist auch super einfach, heißt ich klappe das einmal auf, stelle meine Stütze in die Mitte, mache den Spannstift dann rein und dann ist es schon fixiert. Dann habe ich einen sicheren Stand, kann auch mal arbeiten, wenn ich keinen Gegendruck von oben habe. Zum Beispiel auch, wenn ich unseren Laserhalter benutze und die Stütze einfach nur mitten in den Raum stellen will und habe eine hohe Decke wie hier jetzt, dann brauche ich halt diesen Fuß. Und der hat einen sehr sicheren Stand, dadurch, dass die Kraft immer punktuell auf die Mitte wirkt, muss der, zum Beispiel kann er auch an der Treppe stehen. Man muss nicht mit allen 3 Füßen immer auf dem Boden sein. Genau, dann haben wir jetzt... Es ist erstaunlich, wie schnell das geht. Also es wird wirklich zack, zack, zack rein und fertig. Genau. Und uns jetzt hier auch auszunehmen, ich bräuchte jetzt nur den Stift rausnehmen und dann wäre es auch schon demontiert. Also das ist schon eine coole Lösung. Ja. Das ist aber Zubehör, richtig? Das ist Zubehör, genau. Und jetzt habe ich ja vorhin erzählt, dass wir noch kleinere Größen da auf den Markt gebracht haben, wie zum Beispiel diese ganz kleine Variante. Und für die kleinere Variante haben wir ein kleines Baustativ, also es ist eigentlich exakt dasselbe wie das große, was wir gerade hatten, nur eben für die kleineren Größen. Zack, stelle ich da rein, mache diesen Spannstift nachher hier zu und habe das jetzt eben für die kleineren Größen auch noch auf den Markt gebracht, weil die Stütze ist so kurz, dass die von der Größe her gar nicht in das alte Baustativ reinpassen würde, weil der Griff dann einfach im Weg wäre. Und es hat natürlich noch den zusätzlichen Vorteil, dass die Fläche ist ja geringer. Also wenn ich an engen Stellen arbeite in der Küche oder nicht so viel Platz habe, dann habe ich halt damit auch noch ein bisschen Platz gespart. Das empfehlen wir allerdings nur für die 55er und für die 90er, also die 2 kleinsten Größen, weil sonst habe ich irgendwann eine Kippgefahr, wenn die Stützen dann so hoch werden. Also da dann einfach das Große verwenden. Was ich noch mal erwähnen möchte, ist der Fuß, den wir hier haben. Das ist dafür da, um halt den Boden noch nicht zu zerkratzen. Genau. Wenn du jetzt zum Beispiel das auf eine Küchenarbeitsplatte abstellst oder so, dass du hier wirklich etwas hast, was das Ganze schützt. Ja. Man kann es auch abnehmen, also im Zweifel auch ersetzen. Genau. Wenn es mal kaputt gehen sollte oder wenn es zu zerschlissen ist. Aber ich glaube, da brauchst du ein paar Küchen für. Okay, und dementsprechend hochstellen, einstellen, machen, tun. Also es ist wirklich ein schönes, einfaches und schnelles System eigentlich auch. Ja, voll. Also ist wirklich ein einfaches System. Ganz kurz noch zu erwähnen, Bessay hat ja noch eine andere Deckenstützenvariante, die ST, also ohne E. Okay. Und unser Baustativ zum Beispiel, da ist eine kleine Hülse dabei, die ist standardmäßig mit dabei. Das ist dafür wichtig, wenn ich die andere Deckenstütze von Bessay habe, kann ich das Zubehör trotzdem verwenden. Die hat nämlich einen bisschen anderen Rohrdurchmesser und damit gleicht man das dann aus. Also das Zubehör für alles passt. Top. Genau. Gehört das gleich zur Stütze mit dazu oder muss man es extra kaufen? Nee, das ist beim Zubehör dann mit dabei. Ah, alles klar. Genau. Was ist das hier? Also das hier fand ich richtig wild. Ich habe das hier gesehen. Also vielleicht fangen wir eher sogar hier an. Wir wollten ja von unten nach oben uns das anschauen. Wir haben hier eine Konsole, die wir einfach befestigen können. Ja. Wozu ist die aber eigentlich da? Genau um Schränke zu bauen oder warum ist sie eigentlich da? Ich will dich nicht unterbrechen, aber ich glaube, wir machen die 2 Sachen danach, weil wir haben noch ein Teil, was gut zu dem Bodenstativ passt. Wir haben nämlich noch das entgegengesetzte Stück, ein Deckenstativ. Wenn wir jetzt wieder bei dem Thema sind, ich habe Rigipsplatten oder ich habe Oberschränke oder was auch immer, dann ist ja meine Stütze an sich hier oben nicht fest, weil ich ja auch in der Schräge spannen kann, mit diesen 45 Grad, wird das sich immer bewegen. Und um das zu umgehen, gibt es das Deckenstativ. Das ist genauso einfach in der Montage. Ich muss hier nur ein bisschen die Spindel rausdrehen. Und dann kann ich das hier einfach ansetzen.
und den Spannstift hier auch schließen, also wie bei den Bodenstativen. Und jetzt habe ich halt einfach meine Auflagefläche vergrößert und vor allem stabilisiert. Also dann kippt nichts mehr, wenn ich den Schrank draufstelle, wenn ich die Platte drauflege. Dafür gibt es. Also siehst mich begeistert. Also ich gucke mir das gerade an und denke so, wo könnte ich das überall benutzen? Ja. Weil ich muss demnächst wieder Gipskarton zum Beispiel machen. Genau. Das ist eine coole Sache, dass du wirklich eine schöne, große, breite Auflagefläche hast und das nochmal nutzbar hast. Ja, die vor allem nicht kippt. Sache. Also auch wenn man alleine arbeitet oder so, hat es ja dann auch seine Vorteile, weil dann kannst du dir so eine Gipskartonplatte, ist ja nicht so schwer, die kannst du dann da drauflegen, kannst du dir auch mal hoch pumpen und dann ist es schon eine Arbeitserleichterung. Ja, absolut, absolut. Und es sieht gut aus, muss ich sagen. Also ich mag das Design, das ist schon eine schöne Sache. Ja. Okay. Und das passt auf alle Größen, vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen. Das heißt von 55 bis 3,70 Meter okay. Kann ich immer auf diese Druckplatte oben drauf bauen, genau. So, jetzt aber, was ist das hier? Genau, dann kommen wir jetzt mal zu den beiden Teilen. Die sind nämlich auch ganz neu. Die haben wir erst dieses Jahr auf den Markt gebracht und da war so ein bisschen der Gedanke, was kann ich mit diesen Deckenstützen noch machen, also vor allem im Bereich DIY und auch Heimwerker. Und dafür gibt es jetzt 2 neue Teile. Wir fangen vielleicht mal mit dieser Multifunktionshalterung an. Wenn wir die zwingend da lösen und das Brett runternehmen. Dann haben wir jetzt hier einfach diese Halterung. Genau. Aber das sieht auch aus, als wenn man jetzt diverse Dinge damit machen kann. Damit kann man auch diverse Dinge machen. Das heißt tatsächlich auch Multifunktionshalter, weil es einfach verschiedene Funktionen hat. Es ist nämlich nicht die einzige Möglichkeit, die wir jetzt gerade hier gesehen haben, wie ich das an die Stütze dran machen kann. Schauen wir, wir können es zum Beispiel auch in der Position an die Stütze bauen. Okay. Und das hätte jetzt die Möglichkeit, ich könnte hier flächig was dran bauen. Also zum Beispiel eine Plexiglasscheibe, ich könnte da irgendwie mehr Wände bauen, Trennwände, weil ich habe hier mehrere Möglichkeiten, Sachen zu befestigen. Ich habe zum einen Löcher, also hier siehst du, ja, ich kann ich kann durchschrauben, also wenn ich jetzt Holz oder was dran schrauben will, dann kann ich das... Ist aber auch ein Gewinde drin? Kann ich so befestigen, genau. Oder ich habe hier die T-Nut-Schienen. Da könnte ich mit einer Zwinge, die passt jetzt leider nicht, aber mit einer mit einer Zwinge, die eine Führungsschiene hat, auch einfach mal kurz was festspannen und habe das dann nicht gebohrt, sondern einfach nur kurz gespannt. Und was ich auch noch für eine Möglichkeit habe, hier ist noch eine kleine 1/4 Zoll Schraube. Da kann ich dann das Ganze auch als zum Beispiel Laserhalter nehmen. Stimmt. Oder mal eine Kamera oder einen Baustrahler festmachen, weil das Ganze hat nämlich bis zu 50 Kilo Haltekraft pro Multifunktionshalter. Also beim Thema Laser und Baustrahler hattest du mich. Das ist, es ist ganz einfach, zack, dran und das Teil an sich kann man ja auch dran lassen. Genau. An der Stütze. Ja. Hat das immer dran und muss das nicht jedes Mal neu ranbauen. Genau. Interessant. Und das Ganze kostet nicht viel. Also wenn ihr euch dafür interessiert, schaut mal unten die Videobeschreibung. Es kostet, glaube ich, unter 30 €. Schaut aber gerne mal rein. 2. Also ja, es genau, ist immer ein Set. Genau, ist sogar ein Set, hast du 2 Stück dabei. Coole Sache. Und auf jeden Fall, so kannst du auch ein Regal bauen, was auch immer. Ja? Und jetzt können wir mal nach oben gucken, jetzt geht es auch schon weiter. Genau. Auch hier gibt es nochmal eine Möglichkeit. Hier ist aber wichtig zu sagen, das hier ist eine Deckenstütze und es geht hier vor allem um den Halter. Genau, es geht vor allem um diesen Halter. Das ist unser Querverbinder. Mit dem kann ich einfach grundsätzlich zwei Rohre miteinander verbinden. Das können jetzt unsere Stützen sein, das kann aber jetzt auch einfach eine Stütze und ein klassisches Rohr sein, was jeder zu Hause hat, was er sich irgendwie in die Garage baut, um seine, ich weiß nicht, Kabel, seine Schläuche damit aufzuhängen. Oder eben wie hier jetzt, ich baue mir da einen kompletten Rahmen, weil ich jetzt hier noch ein Licht oder einen Laser dran bauen möchte. Und dieser Querverbinder, der geht quasi für Rohre von 20 bis 34 mm Rohrdurchmesser ist der anpassbar und den kann ich voreinstellen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich immer rechtwinklig miteinander die Rohre verbinden kann, sondern ich habe 16 Rastpositionen, die ich einstellen kann. Da ist nämlich eine Imbusschraube, die kann ich öffnen, dann kann ich den verdrehen. Dann habe ich bis zu 30 Kilo Haltekraft pro Querverbinder. Wenn ich jetzt wie in unserem Fall hier 2 habe, das addiert sich ja dann immer auf, also dann habe ich halt 60 Kilo. Aber jedes Teil einzeln 30 Kilo. Und so kann ich halt, auch wenn ich die Stützen vielleicht schon zu Hause hatte und ich sage, ich will sie noch weiterverwenden ich will meine Kabel aufräumen, meine Schläuche, mein Fahrrad, was auch immer, genau, kann ich es halt weiterverwenden. Wir haben das Ganze jetzt mal abgebaut und du siehst jetzt hier die Rastpunkte, wie es so nach und nach einrastet. Genau. Ja, du kannst es irgendwo da festmachen, wo du es hinhaben möchtest. Jetzt hier im klassischen Winkel und dann ist es auch schon fest. Genau. So, und jetzt könntest du hier das Rohr rein und festziehen. Ja, an der Stelle
ist vielleicht ganz interessant, dieses rote Schelle und schwarze Schelle ist nicht nur ein Designelement, sondern hat den Sinn, dass die rote Seite immer an die Stütze muss, also rot zu rot quasi, weil du ja sonst nicht mehr, wenn du danach noch deinen Winkel verstellen willst, an diesen Imbus kommst. Genau, deswegen immer rote Seite an die Stütze und dann kann ich auch danach noch justieren, öffnen und verdrehen. Wir hatten eben den Multifunktionshalter, der auch ein Laser aufnehmen kann, aber es gibt auch einen Halter, der speziell für Laser ist. Ja, gibt es im Zubehör zu kaufen, um entsprechend das an deine Deckenstütze dran zu bringen. Aber um in das Thema Deckenstütze einzutauchen, gibt es hier auch ein Komplettset. Das haben wir hier auf dem Tisch. Genau. Das besteht aus welchen Teilen? Also wir haben ein Set, das sind enthalten zweimal die STE 300, das ist auch so die gängigste Größe, also die ist bis 3 Meter ausfahrbar. Die kommen beide in dieser Tasche hier. Und mit dabei ist dann einmal der Laserhalter, den du gerade noch gezeigt hattest. Dann ist einmal das Deckenstativ dabei, also um oben die Auflagefläche zu vergrößern und zu stabilisieren. Und der große Fuß. Und eben diese Tasche, die hat auch nochmal hier so Taschen, wo ich das Zubehör dann auch rein verstauen könnte. Also ist ein cooles Set, wenn man sich einmal damit ausstatten will. Ja, um halt auch zu starten und alles dazu haben und ausprobieren zu können. Und ihr macht jetzt dasselbe wie letztes Mal. Ihr könnt jetzt gerne in die Kommentare schreiben, was fehlt euch noch. Sollen wir vielleicht nochmal Folgendes machen, dass wir es nochmal richtig in der Anwendung zeigen? Dann brauchen wir einen neuen Termin. Machen wir aber gerne für euch, wenn du Lust hast. Ja, auf jeden Fall. Und dann können wir euch das ganze Zubehör nochmal im Detail zeigen. Oder ihr sagt, Mensch, Bessay hat so viele andere Produkte. Schreibt gerne mal unten in die Kommentare, was sollen wir uns nochmal anschauen, beziehungsweise was sollst du mir und euch nochmal erklären. Ja. Für heute soll es das gewesen sein. Vielen Dank, dass du da warst und für euch ran ans Werkzeug. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.